Falls du ein ultra seriöser und konservativer Investor bist, dann wird dir das Video eher nicht gefallen. Aber wenn du nach interessanten Anlageideen suchst und gerne etwas Neues ausprobierst, was mehr als die Rendite eines Durchschnitts-ETFs bringen kann und auch mehr Spaß macht, dann bist du hier genau richtig. Eigentlich wollte ich wie immer ein cooles Intro machen, aber diese Woche habe ich beruflich und privat echt viel zu tun. Plus unser Junior ist jetzt 6 Monate alt und raubt mir und meiner Frau gerade ziemlich alle Kräfte. Daher zeige ich dir einfach anhand der Zahlen, wie ich mit KI die Jahresperformance eines ETFs in nur 1 bis 2 Monaten schaffe. Und das vielleicht mit 10 Minuten Aufwand pro Monat. Da Aktien und ETFs, wie alles im Leben, mit Risiken verbunden sind, hier der Hinweis. Das ist keine Anlageberatung, sondern mein persönliches kleines Selbstexperiment. In dieser Videoserie zeige ich dir mein privates investiertes Geld und wie ich mit Hilfe von KI die besten Aktien finde. Ganz blöd gesagt, ich bin neugierig und will herauskriegen, ob die KI tatsächlich bessere Renditen als ETFs oder mein privates Depot erzielen kann. Und das werde ich das ganze Jahr 2026 so durchziehen und am Ende die Ergebnisse vergleichen. Klingt für dich spannend? Dann gib dem Video ein Like und lass ein Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn da gibt es noch einen kleinen Bonus für dich. Gleich vorab, falls du ganz zufällig auf dieses Video gestoßen bist, über 95% meines Vermögens, aktuell etwa 300.000 Euro, sind in langfristigen Qualitätsaktien investiert. Alle meine Käufe, Verkäufe, Dividenden und so weiter teile ich seit Januar 2024 ganz offen auf YouTube in meinem Depot-Update-Videos mit dir. Aber mit den restlichen paar Prozent experimentiere ich gern. Und seit Oktober lasse ich etwa 5.000 Euro durch die KI investieren und heute gebe ich dir ein Update nach 4 vollen Monaten. Wie funktioniert ein KI-Depot? An sich ist alles super easy. Auf investing.com werden monatlich mehrere Aktienlisten bzw. Strategien veröffentlicht, bei denen die KI sagt, yep, die Dinger haben enormes Wachstumspotenzial. Ich gehe zu meinem Broker und kaufe diese 15 bis 20 Aktien für einen gleichmäßigen Betrag, zum Beispiel für 250 Euro. In den ersten Monaten habe ich zum Beispiel immer wieder in die Techstars-Strategie investiert, also in 15 Tech-Aktien mit hohem Potenzial. Wie du hier sehen kannst, ist das die Rendite von S&P 500 und das hier sind die Techstars. Die Outperformance ist echt Wahnsinn. Allein die Jahresperformance liegt bei 40 bis 50% und das sind keine Backtest-Daten mehr, sondern die Dinger sind schon seit über 2 Jahren live. Ich bin noch nicht so lange dabei, habe viel rumprobiert und zwischenzeitlich die Strategie gewechselt, daher ist meine Rendite aktuell noch niedriger. In den ersten 3 Monaten habe ich unterschiedliche Broker ausprobiert und die Performance mit Parkett getrackt. Hier kannst du die Rendite inklusive des Dips hier sehen, plus 7,6%. Das ist mehr als das Zweifache eines S&P 500 ETFs oder des FTSE All World. Am Höhepunkt Mitte Dezember hatte ich alles sogar mit fast 12% Gewinn verkaufen können, aber da habe ich verschlafen. Aber leider wurden diese Gewinne durch Ordergebühren und Steuern aufgefressen, sodass ich alle Aktien verkauft habe und auf XTB gewechselt bin. Das war sozusagen mein Cut. Warum genau ich auf XTB umgesprungen bin, kannst du genauer in diesem Video erfahren. Aber ganz kurz gesagt, im Rahmen dieses Projektes zahle ich dort 0% Ordergebühren. Ich kann direkt an der New Yorker Börse in US-Dollar handeln und es werden keine Steuern automatisch abgezogen. So kann ich ganz normal mit Bruttobeträgen arbeiten und durch den Zinseszinseffekt sogar höhere Gewinne erzielen. Da gefühlt viele Angst wegen den Steuern haben, dazu komme ich später nochmal. So habe ich zum Beispiel im Januar dieses Jahres aus 5.000 US-Dollar nach nicht mal einer Woche 226 US-Dollar Gewinn realisiert. Das sind 4,5% Rendite. Und wenn wir auf die Startseite springen, kann man noch etwa 10 US-Dollar Zinsen on top. Also fast 5% nach nur einer Woche. Nicht übel, oder? Ob du die Gewinne sofort mitnimmst oder die Aktien monatlich austauschst, wie die KI es vorgibt, ist dir überlassen. Aber nach mehreren Monaten ausprobieren habe ich für mich entschieden, sobald die Aktien insgesamt um etwa 5% steigen, verkaufe ich alles und sichere mir die Gewinne. So bleibt der Geldeinsatz minimal und falls die Aktien später fallen sollten, dein Gewinn ist bereits in der Tasche. Aber da muss ich ehrlich sagen, wenn man zu
zu schnell verkauft, verpasst man solche Kandidaten wie SanDisk. Am 1. November hat die KI die Aktie entdeckt, der Einstiegskurs lag damals bei etwa $200. Erst im Februar hat die KI gesagt, verkaufen bzw. Gewinne mitnehmen. Wenn wir jetzt reinschauen, der aktuelle Aktienkurs liegt bei über €500 oder $600. Wenn du solche Aktien zu früh verkaufst, dann, kann dir eine dreifache Rendite innerhalb von 3 Monaten entgehen. Aber da muss jeder für sich selbst entscheiden. So, jetzt genug Theorie, lass uns in die Aktienauswahl für Februar springen. Da man auf XTB mehrere Konten anlegen kann, habe ich mir gleich 3 erstellt. Eines ist in Euro, falls ich später in die besten deutschen Aktien investieren will, und 2 sind in US-Dollar mit je etwa $3.000. In dieses Depot habe ich die Aktien aus der Value Vault Strategie gepackt. Da sind 20 Aktien zu je $155. Im Februar meinte die KI, dass diese 20 Titel Potenzial haben. Adobe, IACOM, Betterware, der Mexico, das Unternehmen kenne ich gar nicht, Bristol Myers habe ich auch im privaten Depot, Buckle, Checkpoint Software, Exelixis, Expedia, Gartner, Haemonetics, Itron, Contour Brands, NetApp, Pax, höre ich auch zum ersten Mal, PayPal, sehr interessant, Qualcomm, Teradata, TopBuild, UPS habe ich ebenfalls privat und Victoria's Secret, die ich im letzten Monat mit 20% Gewinn verkauft habe. Also wie du siehst, insgesamt sind es 20 Titel. Dann switchen wir zum anderen Depot. Hier habe ich wieder die Aktien aus der Techstars-Strategie genommen, weil die echt verrückt abgehen. Wenn wir kurz auf investing.com gehen, können wir sehen, dass ziemlich viele Titel ausgetauscht wurden. Und unter den neuen ist auch ServiceNow dabei, die ich mir auch für mein privates Depot überlegt hatte. Hier sieht man, dass auch viele gute Gewinne realisiert wurden und SanDisk mit fast 200% Rendite der Top-Aktien-Peak war. Zurück zu Xstation. Diese Tech-Aktien wurden durch die KI für Februar ausgewählt. Applied Materials, Badger Meter, höre ich zum ersten Mal, Canadian Solar hatte ich im letzten Monat mit über 20% Gewinn verkauft und jetzt sind sie wieder günstiger im Depot. Intuit, Onto Innovation, OpenText, Oracle, Qualcomm, Roper, kenne ich auch nicht, Salesforce, ServiceNow, Skyworks, Teradata, UltraClean und Zebra. Insgesamt 15 Titel mit je $200 Gewichtung. Wie du aber bestimmt schon gemerkt hast, sind die beiden Depots, ziemlich rot. Am 3. Februar wurden so ziemlich alle Tech- und Softwareunternehmen abgestraft und es ist ja kein Wunder, dass die Techstars-Strategie am meisten abbekommen hat. Mache ich mir da Sorgen? Nicht wirklich. Zum einen sind das alles solide Qualitätsunternehmen, die bestimmt nicht bankrott gehen werden. Und zum zweiten, im Dezember letzten Jahres gab es einen ähnlichen Ausverkauf und das KI-Depot rutschte auf bis zu minus 8% ab, aber schon einen Monat später stand es wieder bei plus 12%. Die ganze Geschichte ist also sehr volatil, aber ich glaube langfristig hat das Ganze trotzdem sehr gute Chancen. Allein wenn wir auf Investing springen und uns den Fair Value anschauen, sehen wir, dass die meisten Titel tatsächlich noch viel Potenzial nach oben haben. Das siehst du an der grünen Farbe in der Spalte Fair Value Label. Einige davon schütten sogar eine Dividende aus, Skyworks zum Beispiel sogar etwa 5%. Daher, wenn du dir auch den XTB Broker holst, schau im Kundenbereich unter mein Profil ganz unten nach, ob du das Steuerformular ausgefüllt hast. Sonst werden dir bei US-Aktien 30% anstatt der üblichen 15% Quellensteuer abgezogen. Das ist beim Trading zwar nicht ganz so dramatisch, aber trotzdem unschön, wenn man zu viel Quellensteuer bezahlt. Da muss man nur ein paar Häkchen setzen, dass man kein US-Bürger ist und so weiter. Das dauert vielleicht eine Minute. So, da ich bei XTB wegen der US-Dollar-Konten nicht mehr mit Parquet tracken kann, werde ich in jedem Video die nackten Zahlen sowohl in Euro als auch in US-Dollar einblenden. So wird es auch für mich leichter, alles zu dokumentieren. Am 1.1.26 habe ich 5.050 € eingezahlt, aber investiert habe ich im Januar nur 5.000 US-Dollar. Der Dollar schwankt aktuell extrem, daher werden die Eurobeträge von Monat zu Monat etwas anders aussehen.
aber ich habe am 2. Februar ein paar Screenshots gemacht und so sehen die Zahlen aus. In Euro sind es fast 5.200 Euro und in US-Dollar umgerechnet fast 6.150 Dollar. Im Januar habe ich aus genau 5.000 Dollar einen Bruttogewinn von 226 Dollar realisiert. Das sind aktuell etwa 191 Euro. Das sind 4,5% Rendite auf das eingesetzte Kapital. Die etwa 10 Dollar Zinsen rechne ich jetzt mal nicht dazu. Das wird also unser Ausgangspunkt für das Jahr 2026 sein. Ich bin also gespannt, wann die Depots wieder aus der Verlustzone rauskommen oder ob der allgemeine Ausverkauf an den Märkten das KI-Depot erstmal weiter mit nach unten ziehen wird. Es bleibt spannend. Wenn du es bisher geschafft hast, top. Ich habe dir ja einen Bonus versprochen. Wenn du jetzt sagst, ja, das Thema mit den KI-gestützten Depots ist voll cool und du das Ganze selbst mal ausprobieren willst, findest du unten beim Video einen Promocode fürs Investing Pro, mit dem du dir aktuell den besten Deal sicherst. Und zusätzlich, wenn du dich bei XTB registrierst und eine beliebige Einzahlung machst, bekommst du eine Porsche Vorzugsaktie gratis geschenkt. Einfach dem Link in der Videobeschreibung folgen, bei der Registrierung den Promocode HOME eingeben, eine beliebige Summe einzahlen und dann die Gratis-Aktie in der App bestätigen. Du kannst die Aktie behalten oder direkt verkaufen und das Geld für das KI-Depot oder einfach zum Traden benutzen. Ich finde das eine sehr coole Gelegenheit, um einen Top-Broker kennenzulernen. Es gibt insgesamt 1000 Porsche-Aktien gratis, daher schnell sein lohnt sich. Und hier nochmal kurz zum Thema Steuern bei XTB. Viele von euch hatten im letzten Video kommentiert, dass das bestimmt alles sehr komplex sei und man deswegen lieber zu Neobroker greift, wo die Steuern automatisch abgezogen werden. Ich habe bei XTB nachgehakt. Im Frühjahr bekommt man dort ein PDF, in dem alle Werte stehen und in welche Zeile der CAP-Anlage sie gehören. Alles in Eurobeträgen und nach deutschen Vorschriften. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich mache unsere Einkommensteuererklärung sowieso jährlich. Die ein paar extra Zeilen auszufüllen, kostet mich vielleicht ein paar Minuten mehr Zeit. Aber eines ist klar, wenn ich mit dem KI-Depot Millionen verdienen sollte, dann muss ich mich auch auf Steuernachzahlungen einstellen. Der große Vorteil hier ist aber, man kann das ganze Jahr über mit viel mehr Geld investieren und zahlt die Steuern erst später. Wenn du aber noch weitere Fragen hast, dann schreibe sie gerne unten in die Kommentare. So mein Freund, das war das Update zum KI-Depot. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass ein Like da. Vergiss nicht ein Feedback zu der ganzen KI-Geschichte zu schreiben oder die Antwort auf die Community-Frage als Kommentar zu hinterlassen. Danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao.